Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Fraunhofer IGD untersuchen gemeinsam mit Karls Erdbeerhof unter Praxisbedingungen, welche Potenziale haben multispektrale und hyperspektrale Sensortechnologien, um Krankheits- und Schädlingsbefall in Erdbeerstellagen frühzeitig zu erkennen. Dabei hilft ein teilmobiler Kamerawagen, der sich auf Schienen über die Erdbeerstellagen im Folientunnel bewegt. Der Wagen knipst in regelmäßigen Abständen Bilder mit zentimetergenauer Lokalisierung. Auf diese Weise erfasst man weite Bereiche optischer Wellenlängen, sowohl im sichtbaren Bereich wie auch im Nahinfrarotbereich. Desto früher wir das Problem wissen, desto schneller können wir was machen, desto weniger von zum Beispiel Pflanzenschutzmittel brauchen wir. Oder wir können unseren Nützlingseinsatz besser managen, wenn wir wissen, wann sind die Schädlinge da zum Beispiel. Für uns passt das am besten, wenn ihr quasi Pflanzenmonitoring für uns macht, weil es würde eigentlich heißen, dass eine Person hier 70 Kilometer abläuft jeden Tag. So könnte man vielleicht auch mit eurer Kamera drüber fahren und diverse Blattkrankheiten vorher erkennen. Schädlingsfraß zum Beispiel könnte man auch auf den Blättern erkennen. Und was wir dann immer sehr schön sehen, ist, dass unterschiedliche Spektralkanäle das noch viel deutlicher machen, als dass wir das im RGB, also im menschlichen Bereich, irgendwie sehen könnten. Und damit können wir das dann noch besser trainieren, welche Muster wir dann wirklich erkennen. Also dass wir nicht nur das, was wir menschlich sehen könnten, also das, was du auch siehst, wenn wir durchgehen, aber dass wir dann auch noch ein Tool geben würden, dass man sogar noch mehr sehen könnte. Wenn der Mehltau so früh wie möglich erkannt werden kann, für euer Auge schon sichtbar, das wäre der reinste Wahnsinn, weil Mehltau kann dir wirklich die Anlage innerhalb von einer Woche komplett platt machen. Zum jeweiligen Krankheitsbefall entsteht eine Sammlung aus Bild- und Monitordaten und dient als Trainingsmaterial für KI-Algorithmen. Eine Anwendung des Systems liefert Informationen zum Thema Stress. Unterschiedliche Spektralinformationen des Bildes helfen, bestimmte biotische und abiotische Stressmuster der Erdbeerpflanze frühzeitig zu erkennen. Jedes von diesen Linsen bringt eigentlich nochmal wieder Informationen aus der Pflanze raus, die wir sonst gar nicht verarbeiten könnten. Das Bild kommt aus einem von diesen Punkten auf dieser Kamera. Das Bild von anderen. Und gerade dieser Near-Infrared-Bereich, das ist ganz oft ein Bereich, in dem viel Stress erkannt wird. Hier sieht man nur ein paar Farbverlaufänderungen, aber halt diese anfangenden Keimnester vom Mehltau erkennt man hier halt sehr gut drauf. Neben Mehltau, was wir auch noch erkennen könnten, wären Phytophthora-Erkrankungen, jegliche Sachen, die eigentlich mit Pflanzenstress zu tun haben. Aber auch wir könnten mit normalen Kamerabildern, also mit dem RGB-Bild, auch den Raupenfraß erkennen. Wichtig ist natürlich, dass wenn wir die Sachen erhoben haben, dass wir dann die KI darauf trainieren, dass eben genau diese Flecke rauskristallisiert werden.